Also so die Frage war, Maren interessiert, wie das ganz praktisch mit der Ausbildung passiert, dass die Schüler am Ende dieser Ausbildung gesünder sind als am Anfang. Well, we not only run the New Start program for Wir haben nicht nur das patients, New Start-Programm für unsere Patienten, but we also have those principles paramount in our educational program. sondern diese Prinzipien des New Start-Programms sind natürlich ganz stark auch anwesend in unserem Ausbildungsprogramm. The Weimar food is tasty and healthy. Die Ernährung dort, das Essen, was wir dort bekommen bei Weimar, schmeckt sehr gut und ist gesund. We do have some fitness goals to keep them motivated on the exercise part of things. Wir haben ganz bestimmte Programme, die die Schüler motivieren, damit sie also ihr körperliches Bewegungsprogramm durchhalten. And for those that come through the health evangelism program, we actually even do blood tests on them before and after, so they can work on some things and Und improving their diejenigen, health. die dort kommen, um das Programm der Gesundheitsevangelisation durchzumachen, für die machen wir ganz am Anfang, bestimmen wir ihre Laborwerte, ihre Blutwerte und vergleichen sie dann mit den Blutwerten am Ende, sodass das auch motivierend für sie wirkt. And so, yes, you can live a balanced life. It's a full life, but you can live a balanced life as a student at Weimar. Also als Student in Weimar kann man wirklich ein sehr ausgewogenes Leben führen. Es ist ein Leben in Fülle, aber es ist ausgewogen. Die Frage ist, wenn man beim Einkaufen oder irgendwo unterwegs ist, hört man ständig Musik. Wie kann man seinen Frontallappen dabei schützen? Yeah, that's one of those good questions where you'd like to have some community support. Das sind einige dieser guten Fragen, wo man gerne die Unterstützung der anderen haben möchte. There are Der Kommune. opportunities for noise pollution everywhere. Überall haben wir diese Lärmbelästigung, die Umweltverschmutzung durch Lärm sozusagen. You know, there's a few methods sometimes. They're kind of extreme, but there's a few methods that have worked well. Es gibt einige Methoden, die uns vielleicht etwas extrem erscheinen, aber die ganz gut funktioniert haben. I have a switch myself in my pocket. A switch. Ich habe in meiner Tasche einen Schalter. And the name of the switch is TV Be Gone. Und der Name dieses Schalters ist Fernsehen, hau ab. So if you're at a restaurant or at a airport and the television's blaring, Und wenn ihr also da in einem Restaurant seid oder zum Beispiel am Flughafen und ihr seht da, der Bildschirm flimmert, you don't even have to take it out of your pocket. You just go like this and press the button and boom, it's gone. ihr braucht den Schalter nicht mal aus der Tasche zu nehmen. Ihr drückt einfach drauf, ihr guckt auf den Schirm und pup, weg ist And er. everyone looks around to see what happened, but now it's quiet. Und alle gucken und sagen sich, was ist passiert? Und plötzlich ist es still. And so you can actually, they're not that expensive. You can buy devices like that. You mean it's a real device? Yeah, it's a real device. Also es ist tatsächlich ein Schalter, mit dem man also den Fernseher ausschalten kann. Die sind nicht besonders teuer, könnt ihr euch kaufen. Und wenn ihr dann irgendwo seid, wo ein Fernsehschirm flimmert, einfach in der Tasche auf den Knopf drücken und schon ist der Fernsehschirm ist schwarz. And you know, often nobody will do anything about it. Und meistens ist es so, dass die Leute nicht reagieren und versuchen, And die maybe the Situation zu store ändern. worker, after about 15 minutes, will figure out how to turn it back on again. Und nach ungefähr 15 Minuten hat dann vielleicht der Mitarbeiter in dem Laden es herausbekommen, wie er diesen Schirm da wieder, den Bildschirm zum But it Laufen takes a bringt. lot less than that for you to just turn it off again. Aber es ist für dich sehr viel einfacher, ihn dann hinterher einfach wieder abzuschalten. And so I figure if they have the permission to noise pollute you in their environment, then you have the permission to stop the noise pollution. Und ich denke mal, wenn die sich die Erlaubnis herausnehmen, dich mit ihrem Krach dort zu belästigen, dann hast du genauso gut das Recht, diese Lärmbelästigung auszuschalten. It works very good when I'm working in the hospital. Das funktioniert sehr gut, wenn ich im Hospital arbeite. You know, when I walk into a patient room, they're often watching the television Wenn ich dort in den Patientenraum hineinkomme, also ins Wartezimmer, watching dann ist music TV and everything's es blaring. so, dass dort immer irgendein Bildschirm im Gange ist und dann wird Musik-TV oder irgendein anderer Film angeguckt von And den Wartenden dort. they often do want to turn it off, but they can't find the switch and they're in a brain fog and it takes a long time. Und oft ist es so, dass die Patienten, die dort warten, das gerne abschalten würden, aber sie wissen nicht wie und sie wissen nicht, wo der Schalter ist und ihr Gehirn funktioniert auch So nicht I so just gut. carry it with me and when I walk in the door, the television turns off.
Aber ich habe dieses Gerät immer mit mir und wenn ich in den Raum reinkomme, boom, geht der Schirm aus. And Der Bildschirm. everybody is immediately captive. Und captive, what do you mean? Captive meaning they're all looking at me and listening. Okay. Und alle sind jetzt plötzlich ganz aufmerksam und schauen mich an und hören, was ich zu sagen So habe. you can look it up in the internet. Also guckt mal im Internet, wo ihr sowas kriegen könnt. I actually, if I had some time, I would change it a little bit. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich das etwas verändern. Because the guy that's selling them is making lots of money. Denn der das verkauft, der macht eine ganze Menge Geld damit. Because you can't replace the battery. When the battery runs out, you've got to buy another one. Und der Fehler daran ist, dass man die Batterie nicht auswechseln kann. Wenn die Batterie alle ist, dann muss man ein neues Ding kaufen. It'll last you about 6 months, but I want to make one where you can replace the battery, you know. Und so ein Ding hält also ungefähr 6 Monate lang und ich würde gern eins produzieren und verkaufen, wo die Batterie auswechselbar ist. Now, last night we went to a hotel Gestern Abend sind wir zu einem Hotel gegangen and we couldn't use the switch und der Schalter hat nicht funktioniert, because it was a live rock and roll concert right next to the hotel. weil nämlich es ein Live-Konzert war, ein Rock'n'Roll-Konzert direkt neben dem Hotel. But it was time to go to sleep. Aber es war Zeit, dass wir schlafen. And so Erwin, who was staying next to us, Und Erwin, der neben uns geschlafen my hat, wife texted him and said, "Can you call the German police?" meine Frau hat ihm eine SMS geschickt und hat gesagt, kannst du die deutsche Polizei He said, anrufen? "Great idea." Und das war eine So großartige he called Idee. them up and they said, "You're the second one who's called." Und hat die Polizei angerufen, die sagten, sie sind schon der Zweite, der And sich 10 minutes later, the angerufen hat. officers came over and the rock concert was shut down. Und 10 Minuten später kamen dann die Polizisten und das Rockkonzert dort wurde beendet. So sometimes we have a little more influence than we think we do. Manchmal haben wir etwas mehr Einfluss, als wir denken. It is very good that you are able to do things for others. Es ist sehr gut, dass du in der Lage bist, für andere Dinge zu tun. It actually shows that you have some empathy and some concern and compassion for others. Das zeigt, dass du für andere Empathie empfindest, dass du dich um andere kümmerst, dass du dich um andere sorgst. And people even that have a lot of empathy can get into depression. Und selbst Menschen, die so viel für andere übrig haben und Empathie haben, können selbst auch eine Depression entwickeln. Elijah was one of those people. Elia war zum Beispiel einer von diesen He Menschen. loved people and he could do a lot of things for others. Er liebte die Menschen, war in der Lage, viel für andere zu tun. But he himself began to suffer from some very severe depression. Aber er selbst hat dann eine ganz ernste Depression entwickelt. And eventually it got so bad that he couldn't even do anything for anyone else. He just was in a cave. Und schließlich wurde die Depression so schlimm, dass er auch für andere nichts mehr tun konnte. Er war da einfach in dieser Höhle. And so I'm taking an educated guess, Und ich nehme jetzt einfach mal an, because I haven't gone through all of those symptoms there. denn ich habe ja natürlich bin nicht durch alle diese Symptome But gegangen. I'll just ask you, did you have more than 5 of those symptoms? Und ich frage dich einfach mal, hast du mehr als 5 von diesen Symptomen von dieser Liste gehabt? Okay. Ja. So there is major depression there. Das heißt, du hast eine ausgeprägte Depression. Okay, the next step that we normally take Und der nächste Schritt, den wir dann normalerweise tun, is that depression and anxiety assessment test. dass wir diesen Test durchführen, wo wir genau auflisten, was für Punkte das betrifft, die Depression und die Angst, also diesen Test, den wir entwickelt haben. You actually can get it online. Man kann diesen Test im Internet bekommen. It's in multiple languages. Dort ist er in verschiedenen Sprachen. It's just now being translated into German, and I'm not sure it's up yet, the German Und im part. Moment wird er gerade in Deutsch übersetzt, dieser Test, und ich weiß nicht, ob er schon online auf Deutsch zu finden Do you ist. know any other languages besides German? Kannst du außer Deutsch noch andere Sprachen? Okay. Nein. Then I would try to get someone who knows English and go through that with you. Und dann würde ich dir empfehlen, dass du jemanden hast, der Englisch kann und der diesen Test mit dir durchgeht. And then after that test, you'll have a much better idea as to why things are the way they are. Und nach diesem Test, wenn du den Test gemacht hast, dann weißt du viel besser, warum du in dieser Situation bist, was die eigentlichen Ursachen sind, die And dahinter then it will stehen. give you a lot of suggestions Und das sind that dann eine are ganze Menge. individualized to you on how the brain can change. Und da werden dann eine ganze Menge Vorschläge gemacht, die speziell auf deine Situation aufgrund des Testes abgestimmt sind, was du tun kannst, damit deine Situation und dein persönliches Gehirn sich verändert.
And it's amazing what can happen within a few weeks Und es ist of ganz getting on that erstaunlich, individualized program. es ist ganz erstaunlich, was innerhalb von wenigen Wochen wirklich passieren kann, wenn man dieses Programm macht, was auf einen ganz individuell und speziell zugeschnitten ist. Welche genetischen Tests macht Dr. Nedley, um festzustellen, dass es eine genetische Veranlagung gibt? There's multiple ones. Es gibt viele unterschiedliche. One of our epigenetic tests that we look at is the methylation status. Einer der epigenetischen Tests, die wir machen, ist der Status Methylation. 38% Ich verstehe das Wort nicht. Methylierungsstatus. 38% of people with a genetic predisposition to depression are undermethylating. 38% aller Leute, die wir da testen, die eine Depression haben, haben einen negativen Methylierungsstatus. And so they're not making enough dopamine, they're not making enough serotonin, Das they're bedeutet mit not anderen making enough Worten, norepinephrine. es werden nicht genug Neurotransmitter gebildet, also sie haben einen zu niedrigen Spiegel von Dopamin, einen zu niedrigen Spiegel von Serotonin und einen zu niedrigen Spiegel von And so Norepinephrine. Er Nochmal. fragt, ob er nach diesen 3 Parametern schaut. So you're looking for these 3 parameters. No, there's actually a better epigenetic test because what's in the bloodstream in those chemicals does not necessarily reflect what's in the brain. Es gibt einen besseren Test, der also den Status der uns zeigt, denn das, was du in den Blutwerten siehst, ist nicht unbedingt das Gleiche wie das, was im Gehirn wirksam ist. Also es gibt da einen anderen epigenetischen Test, der besser ist. The actual blood test we do is called a whole blood histamine. Histamine. So it's called whole blood. It's not the serum. It's the whole blood histamine level. Also ein Test, den wir machen, der heißt Whole Blood Histamine. Das heißt, da wird der Gesamthistamingehalt im Blut getestet, nicht nur im Serum. Now this is a test that has to be specially done. Das ist ein Test, der speziell ist, den man machen muss. We actually have to freeze the blood right after we collect it. Das heißt, die Methode ist zum Beispiel, dass man das Blut direkt nachdem man es abgenommen hat, einfrieren muss. We don't want to spin it down. Es wird also nicht zentrifugiert. That's right. And if the whole blood histamine level is high, above 70, they are undermethylating because they'll accumulate too much histamine if they can't methylate. Also 70. Wenn das Blut unter 70 ist, wenn dieser Gesamtblutwert, also nicht nur Serum, der Gesamtblutwert unter 70 ist, dann ist das ein Zeichen davon, dass sie eben nicht genug von den Transmittern bilden, dass die Methylisierung nicht da ist. Now, you can also overmethylate. About 15% of depressed people actually are producing too much of these chemicals. 15. Tatsächlich ist es so, dass man auch zu viel produzieren kann von diesen biochemischen Stoffen. 15% derjenigen mit Depression bilden zu viel von den Stoffen. And these are the ones that when they take an antidepressant, they feel immediately worse. Und das sind Personen, die, wenn sie ein Antidepressivum nehmen, die sofort sich deutlich schlechter Because the fühlen. antidepressants are even putting more of these chemicals in the neuronal junction. Weil nämlich, obwohl sie schon viel zu viel davon haben, die Antidepressiva dafür sorgen, dass der Gehalt von diesen biochemischen Stoffen noch ansteigt, von diesen And so Transmittern. if their whole blood histamine is less than 40, we know that they are overmethylating. Aber wenn ihr Spiegel unter 40 fällt, dann wissen wir also, dass sie zu viel methylisieren. And so with those people, we'll actually give them diet or supplements to improve their vacuum cleaners because they need better cleaning up of their neuronal junction. Und was wir bei diesen Leuten machen, ist, dass wir ihnen bestimmte Supplemente geben, also Ersatzstoffe, bestimmte Zusatzstoffe, Nahrungsmittelzusatzstoffe oder irgendwelche anderen Supplemente, die ihnen helfen, dass diese Staubsauger dort One of the supplements that helps is folate entstopfen. or folic acid. Also zum Beispiel eins der Supplemente ist Folsäure, was wir den Leuten geben können. And we'll give higher doses to help the overmethylation status. Und wir geben dann relativ hohe Dosen, die also gegen diesen Übermethylisierungsstatus helfen. You know, ironically, the overmethylators tend to be more empathetic, like we had over here.
Paradoxerweise ist das so, dass Leute, die zu stark mythilisieren, eine Tendenz haben, besonders empathisch zu sein, genau der Fall, wie es dir geht, was wir gerade gesehen haben. And so, you know, that's one of the reasons why we want to do these tests, to see what individualized approach would be better. Und das ist der Grund, warum wir diese Tests machen, damit wir genau sehen können, wie die persönliche Situation des Individuums ist und dann eben sehen, sind sie zu hoch, sind sie zu niedrig, dass wir also genau die Vorgangsweise haben, die auf sie zutrifft. The undermethylators, they tend to be pretty calm on the outside. Diejenigen, die zu wenig methylisieren, sind äußerlich gesehen eher ziemlich ruhig, but high stress on the inside. aber innerlich verspüren sie ganz starken Stress. They tend to be overachievers. They're very good in school. Das sind Leute, die besonders leistungsfähig sind, die also in der Schule zum Beispiel gut abschließen, But they have low frustration tolerance. aber ihre Frustrationstoleranz ist sehr niedrig. Although they can put on a front like they're tolerating it, but inside there's lots of turmoil. Also sie sind zwar in der Lage, also eine äußere Fassade zu haben, als wenn das alles so an ihnen abperlt und sie sind ziemlich ruhig, aber innerlich ist ein Riesenaufruhr da. Where the overmethylators, they tend to be more talkative, they tend to be more caring to others. Aber diejenigen, die zu stark methylisieren, die also zu viel von diesen biochemischen Stoffen haben, die sind extravertiert, die reden gern mit anderen und sind... They're more histrionic in their personality. I don't know if you're familiar with that term. No. Okay. But anyways, Also- that's just one example, but we do a number of those. We would have to give you a whole lecture on all the things that we look at. Und das war jetzt nur ein einziges Beispiel, also da müsste ich einen ganzen Vortrag halten, um dir zu sagen, welche unterschiedlichen Methoden wir alle benutzen, um diese genetischen Parameter dort zu definieren und zu sehen, was ist die eigentliche Ursache, die zugrunde liegt bei den einzelnen And Personen. if you're interested in these things, come to Weimar and take the Health Evangelism and Leadership course. We'll teach you all of it. Und wenn du dich für diese Dinge interessierst, dann komm nach Weimar und mach so einen Kurs mit für Gesundheitsevangelisation, für die Leiter von Gesundheitsevangelisation. Dort bringen wir euch alle diese And Details we'll bei. get you embedded in a program so you can see how it works in live patients. Und wir bauen euch ein in ein tatsächliches Programm, sodass ihr also mit eigenen Augen sehen könnt, wie wir mit den Patienten vorgehen und was da passiert. It's one of the most thrilling things you'll see in your lifetime. Das ist wirklich eines der begeisterndsten Dinge, die du in deinem Leben sehen wirst. You talked about the Du hast negative gestern effects. davon gesprochen, von der negativen Wirkung von Offbeat-Musik. Wie würdest du in diesem Kontext charismatische Lobpreismusik einordnen, die ja auch mit dem Offbeat arbeitet? Musik. Okay. I'll also combine this with a question I got here in English, Ich werde das verbinden mit einer anderen Frage, die mir hier auf Englisch gestellt wurde. which says, do you think that the music we hear in church should be any different from the music we hear every day? Die Frage wird gestellt, glaubst du, dass die Musik, die wir in der Gemeinde hören, anders sein sollte als die Musik, die wir jeden Tag hören? Or do you think the music we hear every day should be any different from the music we hear in church? Oder glaubst du, dass die Musik, die wir im Alltag hören, anders sein sollte von der Musik, die wir in der Gemeinde hören? Now, in the Hebrew system, there was a difference. Es gab im hebräischen System einen Unterschied zwischen den beiden There were Musikstilen. no tambourines used in the sanctuary, Im Heiligtum wurden keine Tambourine benutzt, but there were tambourines used in secular songs. Miriam, after the Egyptians went into the sea, there was a kind of a military song where there was a beat to it. aber bei den Liedern außerhalb der Gemeinde, bei den säkularen Liedern, wurde ein etwas anderer Stil benutzt, zum Beispiel Miriam, nachdem dort die Armee im Bär ertränkt worden war, haben sie so wie einen Marsch, einen Siegesgesang angestimmt und da wurden Tambourine benutzt. There's not evidence that it was a syncopated offbeat, however. Natürlich haben wir keine Hinweise darauf, dass das irgendwie ein synkopierter Offbeat war. You know, you can have healthy music that's not necessarily reverential. That could be your secular music. Natürlich können wir Musik haben, die säkular ist, weltliche Musik, die nicht unbedingt diese Ehrfurcht widerspiegelt, die wir im Gottesdienst haben. So it's not reverential, but. Reverential, but it still can be healthy. Aber trotzdem eine gesunde Musik. Es ist nicht unbedingt eine Musik, sie ist zwar eine gesunde Musik, aber nicht unbedingt etwas, was in den Gottesdienst A passt. very simple example is Ein ganz Happy einfaches Beispiel birthday to you. Zum Beispiel Happy Birthday to you. Ja? Happy birthday to you. Not something you would sing in church, Das but ist it's not natürlich- syncopated, but it's secular.
Natürlich ist das nicht etwas, was wir in der Gemeinde singen würden, aber es hat keine Synkopen, es hat keinen Offbeat. Wir würden es nicht in der Gemeinde singen, aber es ist weltliche Musik. But the offbeat music does suppress the frontal lobe. Aber Offbeat-Musik unterdrückt den Frontallappen. So I auf jeden wouldn't Fall. recommend it in a secular setting or in a sacred setting. Das heißt, diese Offbeat-Musik kann ich weder für die Gemeinde empfehlen, noch für weltliche Musik. Recently I was interviewed by a Pentecostal charismatic radio station. Vor kurzem habe ich ein Interview gegeben auf einer Radiostation, die eine pfingstlerisch-charismatische Station war. And the person was asking me about the effects of this music on the frontal lobe. Und die Person hat mich genau danach gefragt, welche Wirkung diese Musik auf den Frontallappen hat. I actually was hoping they weren't going to ask me those questions, but they were reading my book and they started asking just on the radio. Tatsächlich hatte ich gehofft, dass sie mir diese Frage im Radio nicht stellen würden, aber sie hatten mein Buch gelesen und haben dann direkt im Radio mir diese Frage gestellt. And so they said, what if we put nice religious words with music that's syncopated and is going to suppress the frontal lobe? Und sie haben gefragt, was ist, wenn wir Musik benutzen, die Synkopen hat und die deswegen den Frontallappen unterdrückt, aber wir singen schöne religiöse Worte mit dieser And Musik. so I just asked her a question in return. Und ich habe dann ihr eine Frage zurückgestellt. I said, do you think alcohol would actually enhance your frontal lobe if you just drank it in church? Ich habe gefragt, würde Alkohol Ihren Frontallappen fördern und gut für den Frontallappen sein, wenn man ihn nur in der Kirche trinkt? And she says, oh, I get it. Und sie sagte, ich verstehe. Interestingly, after the interview, Interessanterweise nach dem Interview I got a call from the owner of the station. bekam ich einen Anruf von dem Besitzer der And I Radiostation. thought they might be getting upset at me because I just talked about all their music that they're playing. Und ich dachte, dass er jetzt wütend auf mich ist, weil ich ja etwas gesagt habe über die ganze Musik, die dort ständig gespielt wird auf diesem But Radiosender. instead, the owner says, that was so interesting. I want all of your material. Send it all to me, and I want to send it to my friends. Und stattdessen sagte der Besitzer der Radiostation, aber das war so super interessant, ich möchte Ihr gesamtes Material lesen. Bitte schicken Sie mir Ihr Material und ich möchte es weitergeben an alle meine Freunde. Often we see the charismatic preachers being more open sometimes to truth. Wir sehen manchmal, dass diese charismatischen Prediger viel offener sind für die We Wahrheit. had a preacher and his wife come through our program from a very rock and roll Sunday church in San Diego. Wir hatten einen Prediger von einer charismatischen Gemeinde, ihn und seine Frau, die aus einer Gemeinde, wo sehr viel Rock'n'Roll gespielt wurde, die kamen, also aus San Diego, die kamen And in they had unser tremendous Programm. healing when they came to the program, and their eyes were open. Und als sie dieses Programm durchgemacht haben, ist wirklich eine erstaunliche Heilung mit ihnen vorgegangen und ihre Augen wurden And he geöffnet. says, Dr. Nedley, you need to come speak at our church. Und er sagte, Dr. Nedley, Sie müssen zu meiner Kirche kommen und dort sprechen. I'm going to have you speak at all 3 services, Saturday night, Sunday morning, and the next Sunday, or the 2 Sunday services. Und ich möchte, dass Sie an allen meinen Gottesdiensten teilnehmen. Das war eine sonntags haltende Kirche, also am Samstagabend war der erste Gottesdienst, am Sonntag 2 Gottesdienste. Ich möchte, dass Sie an allen Gottesdiensten sprechen. And before I went to speak, he had very nice Vivaldi music playing and feeding me a vegetarian diet. Und bevor ich dann dort gesprochen hatte, vor meiner Predigt, hat er ganz wunderbare Vivaldi-Musik gespielt und hat mir ein vegetarisches Buffet gegeben. And he says, Dr. Nedley, he said, please don't keep anything from them. You need to tell them about music too. Und er hat gesagt, bitte, Dr. Nedley, halten Sie nichts zurück. Das Publikum muss alles hören über die Musik. And so he said, are you ready for the assault on your frontal lobe? We've got to go down there. They've been singing. I didn't get that. Are you ready for the assault on your frontal lobe? It's time to go to church. Und, The assault, you know, yeah, know what an assault who is? is being assaulted? we're being assaulted because we're coming into his church music with all the Oh, okay. Und Ja. er sagt, sind Sie bereit für diesen Angriff, auf diese Attacke auf Ihr Frontallappen? Denn wir gehen jetzt in diese Gemeinde, wo überall diese Musik immer gesungen wird. We Diese brought our Stil. son Justin, and he had Justin play a Bach piece for their special music. Und wir haben unseren Sohn Justin mitgebracht und er ließ dann unseren Sohn Justin für den Musikvortrag ein Stück von Bach spielen. He was only about 12 then. Er war damals nur ungefähr 12 And Jahre the whole alt. place broke out in applause. They'd never heard anything like that before. Und das ganze Publikum fing an zu klatschen wie wild, weil sowas hatten sie vorher noch nie gehört. And then he introduced me as a man of God that changed his life and listened to everything that he says.
Und er hat gesagt, er hat ein Interview mit mir gemacht, hat gesagt, das ist wirklich ein Mann Gottes, hört wirklich hin auf alles, was er zu sagen hat. Er hat mein Leben total verändert. So a lot of people are just in this because they don't realize what it's doing. They have to be educated. Es gibt eine ganze Menge Leute, die in dieser Sache drin sind, die einfach keine Informationen haben. Und sie tun das und wissen es nicht und wir müssen ihnen die entsprechenden Informationen geben. Once they're educated, it's kind of a no-brainer. Do I want to help my brain? Do I want to be able to have it more in touch with God? Und nachdem sie erstmal die Informationen bekommen haben, dann ist es eine Selbstverständlichkeit. Sie stellen sich die Frage, will ich, dass mein Gehirn so ist, dass es offen ist für Gott, dass es mit Gott besser in Verbindung kommen kann? We can make these changes. Und wir können diese Veränderungen machen. Ich hatte einen Unfall 1975 in den Bergen und habe durch einen Kopfaufschlag mir die Hypophysis verletzt. Yeah, Ja. pituitary. Ja. Seitdem lebe ich mit einem Ersatzhormon. Aber in der Folgezeit hat sich eine furchtbare Muskel- und Gelenkkrankheit aufgebaut. Ich habe sehr starke Schmerzen und keiner kann mir helfen. Yes, now are you having to take all the pituitary type of hormones, or are you on like 3 or 4 different hormones? Nimmst du 3 oder 4 unterschiedliche Hormone oder musst du alle Hormone nehmen, die diese Drüse produziert? Für diese Drüse eine Tablette. Just one tablet for this gland. Okay. My guess is that your pituitary gland is still working some. Ich nehme mal an, dass deine Hypophyse durchaus noch funktionsfähig ist, im begrenzten Maß. Because your doctors would be using even more if the whole thing was inactive. Wenn nämlich die gesamte Hypophyse nicht mehr funktionieren würde, dann müsstest du viel mehr Hormone nehmen. But it could be that you're missing something or not getting enough of something else. Aber es könnte sein, dass vielleicht ein Hormon nicht mehr funktioniert oder irgendein anderes Hormon einfach nicht die ausreichende Menge But produziert. it'd be hard for me to be able to tell what you're missing, you know, unless I saw all of the work. Aber es ist für mich schwer, einfach so von weitem jetzt wirklich zu sagen, was es ist, was das Problem verursacht, was da fehlt. Dazu müsste ich deine ganzen Blutwerte im Labor erstmal sehen und There's das also a beurteilen können. possibility the muscle pain and all the pain can be actually related to anxiety, as I mentioned. Es kann natürlich auch sein, dass die Muskelschmerzen und die anderen Schmerzen, die du hast, gar nicht damit zusammenhängen, sondern dass das Angst ist, über die ich gesprochen And habe. if we improve the brain chemistry, the pain gets better. Und dass, wenn wir den biochemischen Zustand deines Gehirns verbessern durch verschiedene Methoden, dass dann deine Schmerzen besser werden. Die Frage war, wie Dr. Neil Nedleys Einstellung zu Antidepressiva allgemein ist. Und die zweite Frage, ich fasse sie kurz zusammen, auch für die Videoaufzeichnung, wie weit die Verbindung vom Wiemer-Institut hier zu Waldfriede oder zum Deutschen Verein für Gesundheitspflege sind, dass wir eben auch Zugang zu den Materialien oder den Therapieprogrammen bekommen. Okay, the first question. Die erste Frage. I am not opposed to the use of medications if it's going to be the right medicine to help with depression. Ich bin nicht grundsätzlich gegen Antidepressiva eingestellt, wenn es das richtige Medikament ist, das wirklich eine Depression verbessern kann. But in most cases, it's best to utilize it for only about 6 months. Aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass man dieses Medikament für maximal 6 Monate einsetzen sollte. Dr. Whitaker has presented tremendous evidence showing antidepressants actually lead to more depression when they're used a year or more. Dr. Whitaker hat dort erstaunliche Dinge gezeigt, dass wenn man ein Antidepressivum länger benutzt, also ein Jahr oder noch länger, dass es zu erheblichen Problemen führt, nämlich zu mehr Depressionen. So we might use it as a short-term bridge and find the real underlying causes so they don't have to be on that medicine long term. Das heißt, wenn man ein Medikament gibt, dann sozusagen nur für eine Übergangszeit, bis man die wirklich zugrunde liegenden Ursachen für die Depression gefunden hat und die eigentliche Ursache beseitigt, sodass man das Medikament dann nicht mehr braucht, sondern eben nur, um die Zeit zu überbrücken. Personally, I'm opposed to just making guesswork as far as the medicine is concerned. Also
was Medizin betrifft, das einzelne Medikament, möchte ich nicht irgendwie raten. This is why I like to do the whole chemical analysis first, so that we can wisely choose if we need to use medicine. Das heißt, für mich ist die Basis, dass ich zunächst ein sehr umfangreiches einen Labortest mache, wo ich all die Blutwerte und alles untersuche, wo ich genau weiß, wie ist die Situation, und nur dann kann ich entscheiden, was brauchen wir ein Medikament und welches. And it avoids that trial and error approach that has lots of problems associated with it. Also was ich auf jeden Fall vermeiden möchte, ist, dass ich so testweise irgendetwas ausprobiere. Ich nehme irgendein Medikament und gucke, was passiert, und dann probiere ich ein anderes und so weiter. Das möchte ich auf keinen Fall. Your second question. Zweite Frage. The simple answer is no. Die ganz einfache Frage darauf ist nein, es gibt keine Verbindung. But there is a desire to have a European site that does the same thing that we do. Aber es besteht der Wunsch, dass es irgendwo in Europa einen Platz gibt, die die gleiche Arbeit machen wie wir. We need 5 people that would need to come to us for training, however. Wir brauchen dann 5 Personen, die zu uns kommen, die wir ausbilden können. We need a physician. Wir brauchen einen Arzt, We need a licensed clinical counselor. einen klinischen Berater, der eine Lizenz hat. Ich weiß nicht, was ist Counselor in diesem Fall? A Ein psychotherapy. Therapeut, ja. Okay, ein Psychotherapeuten, genau. Who knows cognitive behavioral therapy. Der also die kognitive Verhaltenstherapie beherrscht. We need a chaplain who is a spiritual counselor. Wir brauchen einen Seelsorger, der als geistlicher Berater dort auftreten kann. And this pastor needs to be able, or a pastor-like person needs to be able to be open in utilizing the Bible for emotional issues. Und dieser Counselor, dieser Seelsorger, der so eine Art Prediger ist, der muss eben offen sein dafür, dass er gerade für die emotionalen Probleme die Bibel mit einbezieht in der Therapie. We need a nurse Wir brauchen eine Krankenschwester, who we also train. die wir auch ausbilden. And then we need an administrator, someone who all the rest of the team is going to work for and work under. Und dann brauchen wir einen Administrator, also unter dem dieser Mitarbeiterstab dann arbeitet. And so they'd have to go through some training first, Und die müssen dann erst eine gewisse Ausbildung durchlaufen, didactic training, didaktische and Ausbildung. then they'd have to shadow at least 2 programs at Weimar. Shadow, Ja, also dann müssen sie mindestens 2 Programme in Weimar mitgemacht haben. And then we als would come Beobachter. over here to be in the background when you ran your first program here in Europe. Und dann würden wir, wenn ihr das erste Programm hier in Europa durchführt, mit dabei sein und euch dabei begleiten. And we'd have to keep coming back until you don't need us anymore. Und das heißt, wir würden dann öfter immer wieder rüberkommen, bis ihr an einem Punkt seid, wo ihr unsere Mitarbeit nicht mehr braucht. So of course we need suitable facilities for this to be run in. Wir brauchen natürlich auch die entsprechenden Gebäude, das Institut, wo das dann durchgeführt werden kann. And so if you can supply us with 5 people in a suitable facility, we can get to work on this. Und wenn ihr uns also die entsprechende Institution zur Verfügung stellen könnt und die 5 Leute, die ich aufgezählt habe, dann können wir anfangen, darüber nachzudenken. I can tell you that we have lots of Europeans that come to our program all the way to Weimar. Ich kann euch sagen, wir haben eine Menge an Europäern, die bis nach Weimar kommen, um dieses Programm Almost every mitzumachen. program we have people from Europe. Fast in jedem Programm sind auch Leute aus Europa dabei. And they would love to not have to come all the way to the US. Und natürlich würden sie sehr froh sein, wenn sie nicht ganz nach Weimar fahren müssten für dieses Programm. Also du arbeitest mit Kindern oder jemand hat sich dir anvertraut und es war ein Junge, der viele Computerspiele gespielt hat. Er hat daraufhin Angstzustände bekommen. Die Eltern haben ihn dann in psychotherapeutische Behandlung gegeben. Und dann war die Diagnose? Bipolare Störung wurde diagnostiziert bei ihm.
Also er hat dann diese Dosis in seinen Tabletten, das Präparat habe ich nicht verstanden, von 400 auf 300 und auf 200 gesenkt und der Rat war einfach von dem Pastor eben über Ernährungsumstellung eben hier eine Verbesserung zu erzeugen. Und die Frage ist einfach, ist es erlaubt, dass diese Patienten sozusagen selbstständig oder auf den Rat von anderen die Dosis entsprechend absenken und durch Ernährung versuchen, das Ganze in den Griff zu bekommen? Die Frage ist, ob man eben auf Ratschlag von anderen in den Griff zu bekommen. Opens up some additional issues. Hier werden natürlich jetzt einige zusätzliche Probleme angesprochen. Medication should only be prescribed or reduced by a physician who's trained in doing this sort of thing. Medikamente sollten grundsätzlich nur verschrieben werden und auch reduziert werden von einem Arzt, der also eine Fachausbildung hat in diesem Bereich. The problem is that physicians are very well trained on how to start people on medicines. Das Problem ist, dass Ärzte sehr gut daran ausgebildet sind, wie sie anfangen mit einer Medikation bei Patienten. But the pharmaceutical companies don't train them how to take them off of the medicine. Aber die Pharmaindustrie bringt ihnen nicht bei, wie sie die Menschen wieder von diesen Medikamenten herunterbekommen. And so it requires more of a specialist sometimes to know how to be able to reduce medicine wisely. Und deswegen macht es oft erforderlich, dass man wirklich einen Fachmann, einen Spezialisten hat, der den Patienten zeigt, wie sie auf korrekte Art und Weise und in guter Art und Weise die Medikamente reduzieren. Das kann man also nicht einfach so. And it usually requires a comprehensive approach where other modalities are being utilized so that we can reduce the medicines and the side effects. Und normalerweise ist es ein sehr umfassender Ansatz, weil gleichzeitig mit der Reduktion der Medikamente müssen dann eben andere Methoden benutzt werden, wie man durch andere Lebensstilveränderungen oder so weiter das eben ersetzt. For instance, outside those doors we have what's called a home-based version for depression and anxiety recovery. Wir haben zum Beispiel da draußen auf dem Tisch ein Programm, was man sozusagen zu Hause machen kann gegen Depressionen und Angstzustände. It has DVDs and workbooks and we've studied the program. It works well for those who use it. Und da sind DVDs und bestimmte Handbücher und das funktioniert sehr gut für diejenigen, die mit diesem Programm arbeiten. But we tell them clearly not to reduce their medicine or change their medicine. Aber in diesem Programm sagen wir den Leuten, die das durchführen, ganz deutlich, dass sie nicht ihre Medikamente ändern sollen oder auf eigene Faust reduzieren But as they sollen. get better, go to their doctor and tell them how they're getting better and what they're utilizing in the program and the doctor can start reducing it. Sondern sie sollen, wenn sie dieses Programm durchführen, wenn sie merken, es geht ihnen besser, dann sollen sie nicht selbstständig irgendwas an den Medikamenten fummeln, sondern sie sollen zu ihrem Arzt gehen und ihm sagen, wie es ihnen geht, dass es ihnen besser geht und der Arzt wird dann entsprechende Veränderungen bei den Medikamenten vornehmen. Ich fasse das kurz zusammen. Die Frage war nochmal zum Bereich der Musik. Welche Bibeltexte kann man ins Gespräch einbringen, dass eben im Heiligtum keine Schlaginstrumente oder Tambourine benutzt wurden, insbesondere vor dem Hintergrund, dass es ja auch in der Bibel berichtet ist, dass David vor der Bundeslade tanzte, als die Bundeslade eben nach Hause gebracht wurde. Yeah, now the term dancing doesn't mean that he was swinging his hips in a syncopated rhythm. Also wenn da steht tanzen, dann das bedeutet das nicht, dass er nach einem synkopierten Rhythmus dort seine Hüfte geschwungen hat. Nowhere in the text does it say that. Nirgendwo im Text können wir das erkennen. The actual word is used that David is moving. Das Wort, was dort benutzt wird, bedeutet einfach nur, dass er sich bewegt hat. The ark was moving. Und die Bundeslade war ja in Bewegung. And David was clearly excited because he didn't seem to be very professional in the way he was jumping and being excited because his wife kind of called him out on it that night.
Und David war sehr begeistert über die Tatsache, dass die Bundeslade hergebracht wurde, denn er hat sich nicht professionell, also wie ein König benommen, indem er da einfach sich bewegt hat, denn seine Frau, als er nach Hause kam, hat sich darüber beklagt, dass er sich nicht wie ein König benommen hat. And so he was obviously thrilled about what was taking place. Offenbar war er wirklich sehr begeistert über das, was dort And I think passierte. it's good, it's okay to exhibit our emotional thrills. Und ich denke, es ist okay, wenn wir unsere Emotionen, unsere Freude zeigen. Possibly even in a sacred setting. But Possibly even in a sacred setting. Right. Und möglicherweise sogar in einer Situation, wo es um geistliche Dinge geht. But to assume that this was a typical, hip swinging, syncopated type of rhythm is obviously reading a lot more into that text than what was written. Aber wenn wir jetzt annehmen, dass das hier eine Situation war, wo er getanzt hat nach einem synkopierten Rhythmus und die Hüften geschwungen hat und so weiter, dann lesen wir etwas in diesen Text da hinein, was dort nicht steht. Now, where I was getting my information from were from Jewish scholars that are recognized by every side as being experts in Hebrew music. Meine Informationen habe ich von jüdischen Wissenschaftlern, die allgemein überall anerkannt sind, wirklich als Experten auf diesem Gebiet und die uns darüber etwas mitteilen, was in der jüdischen Musik damals abgelaufen But not ist. relying on those scholars alone, because the Bible stated what instruments were actually permissible in the sanctuary. Aber ich verlasse mich da nicht nur auf diese Wissenschaftler, sondern die Bibel selbst sagt uns ganz klar, welche Instrumente im Heiligtum erlaubt waren. And the scholars in the Bible both agree on that issue. Und die jüdischen hebräischen Wissenschaftler und die Bibel stimmen dort überein mit ihren Aussagen. Welche Verbindung gibt es zwischen dem biochemischen Zustand im Gehirn und Hyperaktivität? Oh, there can definitely be an issue. Also da kann ein Zusammenhang bestehen. In fact, attention deficit hyperactivity disorder Diese Aufmerksamkeitsdefizitstörung is not a disease in and of itself. ist nicht eine Krankheit für sich eigentlich, It's actually caused by other things. sondern sie wird durch andere Ursachen hervorgerufen. So when someone comes to me with hyperactivity disorder, I also look for underlying causes. Wenn also jemand zu mir kommt mit so einem Hyperaktivitätssyndrom, dann schaue ich mir andere zugrunde liegende Ursachen auch an. And so there are biochemical issues that can be definitely involved in that. Es kann also mit Sicherheit sein, dass es dort Probleme in der Biochemie des Gehirns gibt, die zugrunde liegende Ursache sind. Now, some people genetically have more of a tendency for this. Manche Leute haben von ihrer genetischen Anlage her eher die Tendenz für solche Dinge. And I've had very successful professionals that they have to exercise vigorously every day, otherwise they're not going to be able to focus and pay attention. Ich habe sehr erfolgreiche Leute gehabt, die im Berufsleben sind und die jeden Tag ganz, ganz extrem sich körperlich bewegen müssen, damit sie überhaupt in der Lage sind, sich zu konzentrieren und fokussiert zu arbeiten. And so daily exercise for them in long periods is mandatory, and then they can achieve the highest levels of success. Also für sie ist es absolut notwendig, dass sie ganz lange Perioden von körperlicher Bewegung haben und wenn sie das machen, dann sind sie in der Lage, wirklich große Leistungen zu vollbringen. But there are other acquired biochemical issues that can also bring it about, and we can easily reverse that sometimes with nutrition and supplements. Aber es gibt auch noch andere Probleme im Bereich der Biochemie, also der biochemischen Substanzen im Gehirn, die eine Rolle spielen können und wenn wir das wissen, dann können wir mit Ernährung oder mit anderen Dingen ziemlich leicht dort auch eingreifen und können das in den Griff bekommen. Well, it's been great being with you. Es war wirklich sehr, sehr schön, bei euch zu sein. I'm going to encourage you, if you're very interested in this material, Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr also starkes Interesse an diesem Material to habt, come to where I'm going to be on Wednesday, because I'm still going to be in Germany Wednesday through Sunday of next week. dass ihr dahin kommt, wo ich ab Mittwoch sein werde. Ich werde nämlich von Mittwoch bis Sonntag noch in Deutschland sein und Vorträge I'll be halten. presenting a lot of different information as well.
Ich werde dort auch noch über andere Themen sprechen. We've just scratched the surface. For instance, we'll do more on nutrition in the brain and these types of issues. Wir haben bis jetzt eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt. Wir werden auch noch über den Bereich Ernährung zum Beispiel sprechen oder andere Themen. We're gonna The program is full. It's not possible for them to. Are you sure? It's overbooked. So, I hope So you have to come again, Neil. Also was wir hier gerade festgestellt haben, die Tagung, das geht ja um die BW-Tagung, die ist leider ausgebucht. Es können keine Leute mehr zusätzlich kommen. Ich hoffe, dass sie Aufnahmen machen. So I hope they're going to do recordings that people can. You might also, for those that know English, you might look at the table. There's lots of DVDs from our summits and lots of other material. Also für diejenigen, die Englisch können, schaut So euch that you auch can learn more. den Tisch an, den wir da draußen haben. Wir haben da wirklich eine ganze Menge an Material, auch DVDs und andere Sachen. So I wish you all the best of health of body, mind and soul. Und ich wünsche euch allen das Allerbeste und eine Gesundheit in allen Bereichen, Körper, Seele und And I Geist. have very much enjoyed being with you this weekend, and a Und big es- thank you to those that invited me. Und ich habe dieses Wochenende wirklich sehr genossen und ein herzliches Dankeschön an diejenigen, die mich eingeladen haben. Shall we close with a word of prayer? Yes, go ahead and have you. You? Okay, sure. It should be you. Let's stand as we Und wir wollen zum close. Abschluss noch ein Gebet sprechen. And then Detlef, are you going to say something afterwards? Okay. Stay by and Detlef will give you some information. Hinterher haben wir noch einige Informationen von Detlef. Father in heaven, we thank you for the interest that you have in our health. Vater im Himmel, wir danken dir für das Interesse, das du hast, dass wir gesund sind. We thank you for the information that you've given to science and to your inspired prophets. Und wir danken dir für die Informationen, die du der Wissenschaft möglich gemacht hast und auch deinen inspirierten Propheten. And we thank you for the fact that the Word of God is still so applicable and relevant today. Und wir danken dir dafür, dass dein Wort heute noch so relevant ist und angewandt werden kann. And so I pray for each one here Und ich bete für jeden Einzelnen hier, that they might not only have learned something this weekend, dass sie an diesem Wochenende nicht nur etwas gelernt but haben, that they might apply it in their own life sondern dass sie es in ihrem eigenen Leben anwenden können. and tactfully share this information with others Und diese Informationen auch auf taktvolle Weise an andere weitergeben. so that they can live a more abundant life and lead others to the path that leads to your throne. Damit sie umso stärker ein Leben in Fülle leben können und andere auf den Weg führen können, der zu deinem Thron hinführt. We pray a special blessing on those that coordinated this program. Wir bitten um besonderen Segen für diejenigen, die dieses Programm möglich gemacht haben, That you koordiniert might haben. also bless them with further successes. Und bitte segne sie auch weiterhin und gib ihnen Erfolg in deinem Werk. In Jesus' name we pray. Und wir beten das im Namen Jesu. Amen. Amen.